Yes, good morning, comrades. Since this is a multi-language section, if someone wants to practice Italian, we have this wonderful pamphlet we published, I think, 30 years ago for the anniversary of the Hot Autumn. Moin, da das eine mehrsprachige Sektion ist und jemand sein Italienisch üben will, haben wir diese Broschüre, die wir vor 30 Jahren zum Jubiläum der 68 And now, under the name of the Hot Autumn, we, in reality, describe the peak of a movement which spanned over almost 2 years. Und mit dem heißen Herbst meinen wir so der Höhepunkt der 68er-Bewegung, die sich irgendwie über 2 Jahre erstreckte. We often talk about the revolutionary 2 years in 1968, 69, not only in Italy, by the way. Wir sprechen oft über die 2 revolutionären Jahre 68 und 69 und das nicht nur in Italien übrigens. But it is true that between September and November of that year, that is 50 years ago now, we had a peak at the high tide of this massive strike movement. Aber es war, dass zwischen September und November dieses Jahres wir so den Höhepunkt dieser Bewegung hatten und das war so eine Flut von Streikbewegung. Which involved between 7 or 8 million workers in that short space of time. Wo 7 bis 8 Millionen Arbeiterinnen in dieser Zeit daran beteiligt waren. And which opened a pre-revolutionary situation in Italy. Und das hat eine so vorrevolutionäre Zeit in Italien eröffnet. Which with different stages, ebbs and flows, actually lasted until the late 70s. Das in so verschiedenen Stadien, so mal stärker, mal weniger stark, bis in die 70er Jahre gedauert hat. We can say that it was not until the end of 1980 that the ruling class could say that it had regained control of the working class in Italy. So it's almost 12 years or 10 years. Und die herrschende Klasse konnte eigentlich bis in die 1980er nicht sagen, dass sie die Kontrolle über Italien wieder gewonnen hatten. Also das waren irgendwie so 10 Jahre. Just to give you an idea of the results of these strikes. Um euch eine Idee zu geben, was irgendwie die Resultate dieser Streike waren. The Italian working class won the 40 hours week. Die italienische Arbeiterinnenklasse hat die 40-Stunden-Woche gewonnen. And there were huge wage increases, but more importantly, with a very strong egalitarian approach, which partly destroyed or almost destroyed the differences between the different areas of the country, which were inscribed in the laws, the lower wages for poorer areas. Und sie haben Lohnerhöhungen gekämpft, aber wichtig ist auch, dass sie das irgendwie auf eine egalitäre Weise getan haben, wo auch die regionalen Differenzen zwischen irgendwie den ärmeren Gebieten und den reicheren Gebieten aufgelöst wurden. Later on, the working class even won an historical point, which was the sliding scale of wage, which meant that the wages were automatically increased every 3 months according to real inflation. Und sie haben auch einen historischen Sieg gemacht, als sie so sich selbst der Inflation anpassenden Löhne gewonnen haben, die alle 3 Monate angepasst wurden. Important trade union rights were won, including the right of having assemblies and meeting in the workplace, which was forbidden before. Und wichtige gewerkschaftliche Rechte wurden erkämpft, zum Beispiel das Versammlungsrecht innerhalb des Betriebes, was vorher verboten war. The right for the trade unions to meet the workers inside the factory. Das Recht für Gewerkschafter, die Arbeiterinnen in der Fabrik zu treffen. The right to elect shop stewards. I will come to this later on in detail. Das Recht, irgendwie Gewerkschaftsvertreter zu wählen, und ich werde später noch weiter drauf eingehen. And the building of factory councils everywhere. Und irgendwie die Bildung von Betriebsräten überall. These trade union rights and workers' rights were inscribed in the Workers' Statute, the basic law, which was approved a few months later in 1970, May. Und diese Rechte wurden alle in irgendwie dem Arbeiterinnenstatut festgehalten, was im Mai 1970 dann eingeführt wurde. Which also prohibited to fire workers with no reason. In order to be fired, you had to be guilty of something, otherwise the boss couldn't fire you.
Und das verbot auch irgendwie die Kündigung ohne Grund. Also man musste etwas falsch tun und sonst konnte man irgendwie nicht gekündigt werden. All these rights were inscribed in this law, and just to give you an idea, the ruling class fought for 45 years to scrap this worker statute or labor statute. Und das war alles irgendwie in diesen Arbeiterinnenstatuten verankert und die herrschende Klasse hat 45 Jahre lang gekämpft, um irgendwie diese wieder loszuwerden. It was only under Renzi government 5 years ago that they finally managed to destroy most of these basic rights, although many of them had been already deprived of their real meaning. Und irgendwie erst vor 5 Jahren unter Renzi haben sie es geschafft, diese Statuten wieder abzuschaffen, auch wenn irgendwie in der Zeit bis dahin die Bedeutung geschwächt wurde. And apart from that, or beside, in addition to that, the students and workers movement opened access to university for all the students coming out from secondary schools, which was not the case before. Und zusätzlich zu dem haben halt Arbeiterinnen und Studenten ermöglicht, dass alle, die von einer Sekundarschule kommen, an die Universität können, was vorher nicht der Fall war. And during the 70s, they won the National Health Service. Und in den 70er Jahren haben sie irgendwie nationale Gesundheitsversorgung gewonnen. And reformed and better pension system. Und ein besseres Pensionssystem. Defended the right to divorce, which was won in the late 60s but was under attack, and successfully defended it and expanded the right to divorce. Und sie haben irgendwie das Recht, sich scheiden zu lassen, verteidigt und ausgeweitet. And won abortion right in 1978. Und in 1978 haben sie Abtreibungen legalisiert. And but important as they are, all these very huge and historical victories were just a byproduct of that movement. Were not just a direct consequence, but rather the concession the ruling class was ready to give in order to defuse what they perceived as a direct revolutionary threat. Aber alle diese Dinge waren irgendwie nicht direkt Ziel der Bewegung, sondern halt einfach eine Konsequenz davon, dass sich die herrschende Klasse direkt von irgendwie dieser Bewegung bedroht sah und versucht hat, irgendwie so den revolutionären Moment abzuschwächen. Now, someone could ask, where was the revolutionary situation? When did it really materialize? Man könnte sich jetzt fragen, ja, wann hat irgendwie dieser revolutionäre Moment sich tatsächlich irgendwie manifestiert? Because, for instance, if we look around the world in those years, we see May 68 in France. Und wenn wir irgendwie in die Welt schauen, dann sehen wir auch die 68er-Bewegung in Frankreich. And it is quite clear that the revolutionary general strike of May 68 created a direct revolutionary opportunity for the working class to take power in May, at the end of May. Und der Generalstreik Ende Mai 68 hat irgendwie tatsächlich den Weg geebnet, für das die Arbeiterinnenklasse die Macht ergreifen hätte können. And in this sense, the dynamic of the movement was rather different in Italy. Und die Dynamik der Bewegung war aber ganz anders in Italien. Because the movement expressed itself in a general and protracted mood, and not only mood but only actions of rebellion and of elements of dual power, which, as I will explain, emerged and last for several years. In Italien war es vielmehr irgendwie so eine generelle Stimmung von irgendwie Rebellion und halt irgendwie so das Aufkommen einer dualen Macht, die irgendwie mehrere Jahre anhielt. And later on, in the mid of the 70s, 74 to 76, this huge wave expressed also on the political front. Und 1974 bis 76 hat sich irgendwie diese Welle auch auf der so politischen Front ausgedrückt. With the attempt of sending the Kommunistische Partei and the left to the government through elections. Mit dem Versuch, irgendwie die KP und die Linke durch Wahlen in die Regierung zu setzen. And apart from that, we also saw the rise of an important extreme left in Italy. Neben dem haben wir auch den Aufstieg einer extremen Linken gesehen in Italien. I think that there were several organizations, the biggest 2 or 3 could count on at their peak
on 8 to 10,000 active militants each, members each. This means several tens of thousands of youth and young workers joined the revolutionary left. Und ich glaube, so die zwei bis drei größten dieser Organisationen, die konnten so in ihrer Höchstzeit je irgendwie 8.000 bis 10.000 Leute, also aktive Leute verbuchen, was heißt, dass es einen riesigen Zustrom gab aus der Jugend in die Linke. Like in France and other countries, the workers' movement was anticipated by the students' movement. Und wie in Frankreich und in anderen Ländern war irgendwie diese Arbeiterinnenbewegung von einer Studentenbewegung ausgelöst. Actually, students' movement began in Italy probably even before than in France, in 66, 67. Und in Italien begann das wahrscheinlich sogar vor Frankreich, also 66, 67. And particularly at the beginning of 68, the occasion was opposition by the students to a counter-reform in education, in university education by the Christian Democratic government. Und in Italien war das 68 so die Bewegung, eine Gegenreform an den Universitäten zu verhindern, die irgendwie die Christdemokraten durchsetzen wollten. And which generated widespread wave of occupation of universities and later of schools and also of street demonstrations. Was eine Besetzung von verschiedenen Universitäten und Schulen ausgelöst hat und später auch Demonstrationen auf den Straßen. And at that time, most of the university students were from a bourgeois, petty bourgeois background. Und zu dieser Zeit waren die meisten Studenten noch aus einem bourgeoisen oder kleinbürgerlichen Hintergrund. Although there had been a certain proletarianization in the high schools. Auch wenn es eine gewisse Proletarisation an den Gymnasien gab. But the students' movement developed in the absence of a clear role of the working class on the political and social scene. Aber die Studenten haben sich ganz klar irgendwie in der Abwesenheit von einer klaren politischen Bewegung, Arbeiterinnenbewegung entwickelt. And this was reflected in its theoretical and ideological conceptions. Und das hat sich irgendwie in den theoretischen und ideologischen Ideen dieser Studentenbewegung widerspiegelt. There was no centralized organization of the Students' Union. The Communist Party youth completely collapsed. They couldn't lead the movement and just collapsed. Es gab irgendwie keine zentrale Organisation oder irgendwie Studentengewerkschaft und diese Jugendbewegung ist dann irgendwann einfach kollabiert. So in almost every university or every important town there was some theoretical pole in the university developing its own revolutionary theory or revolutionary strategy with a lot of confusion, as you can guess. Also gab es in jeder Stadt und irgendwie in jedem Dorf, an jeder Universität so eine eigene Theorie, revolutionäre Theorie und das war zum Teil halt sehr verwirrt. An important effect, and I think this is a common feature with today's movement, was the international, the influence of international events on the students. Und wichtig war natürlich auch der internationale Einfluss auf die Studenten. And the events like the students' movement in the USA or the Black Power or Vietnam War or the assassination of Che Guevara the previous year and so on. All these events were shaping the consciousness and the ideas of the students, which thought they were part of some worldwide revolutionary movement, if you like. Und das Bewusstsein dieser Studentinnen wurde geformt durch internationale Ereignisse wie Studentenbewegungen in der USA und die Black Panthers, irgendwie den Anschlag auf Che Guevara. Und sie verstanden sich so als Teil einer internationalen Arbeiterinnenbewegung. But of course, in this ideological mishmash, if you like, the working class was rather absent. Aber in diesem ideologischen Mischmasch war die Arbeiterinnenklasse halt eher abwesend. This was reflected in certain fortunes of the so-called Frankfurt School. I mean, Herbert Marcuse and these people who had a certain following the first stage. People who denied basically that the working class in the West could play an independent role or even existed. Und es gab halt irgendwie Leute der frühen Frankfurt-Schule, die irgendwie
nicht anerkennen wollte, dass Leute im Westen eine relevante Rolle spielen konnten. Another important fascination or attraction were the guerrilla warfare around the world. Und eine andere Faszination war halt mit diesen Guerillakriegen, die überall stattfanden. The Cuban Revolution and the Vietnam Liberation War, of course. Die kubanische Revolution und die Befreiungskämpfe in Vietnam. This led to a lot of mistakes later on. Und das führte zu vielen Fehlern später. Because some of these students took seriously the question of guerrilla and tried to apply in Italy. Weil einige dieser Studenten haben dann halt versucht, in Italien Guerillakrieg zu führen. And that was one of the trends which led to the development of terrorist groups later on, of the Red Brigades and other groups. Und das hat irgendwie dann zu der Entwicklung terroristischer Gruppen geführt, wie zum Beispiel der Roten Brigade. But that wasn't the case in 68 or 1600, that came later. Aber das war nicht 68 oder 69, das kam dann erst später. But anyway, the students' movement had a big impact on society. Aber diese Studentenbewegung hatte nichtsdestotrotz einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Particularly as they were met with repression and also fascist attacks. Sie wurden aber mit enormer Repression und auch faschistischen Angriffen entgegnet. And in March of 68, there was a whole day of clashes in the university in Rome, the so-called Battle of Valle Giulia. Und im März 68 gab es einen ganzen Tag, wo irgendwie an den Universitäten in Rom verschiedene so Konflikte entstanden. Because the first approach of the students' movement was rather pacifist, when the police took them out of the occupied university, they just offered passive resistance, maybe showing a copy of the Constitution. Und die Studenten waren am Anfang eigentlich noch recht pazifistisch und haben eigentlich, wenn sie von der Polizei aus den Universitäten getragen wurden, nicht nur passiven Widerstand geleistet oder vielleicht noch die Verfassung. But after some harsh experiences, they finally reacted to the attack of the police, and this was an important element of the radicalization of the movement. Aber nach ein paar harten Angriffen haben sie halt angefangen, sich zu radikalisieren und das war ein wichtiges Stadium in dieser Bewegung. But this movement, after a few months, is in reality in a crisis of strategy. That doesn't know very well where to go. Aber nach einigen Monaten war diese Bewegung halt vor allem in einer Krise der Strategie und wussten nicht, wohin sie gehen soll. And it is precisely at this point that the students meet with the first emerging strikes in some of the big factories in Italy. Und genau da werden die Studenten dann halt konfrontiert mit den ersten aufkommenden Streiks in großen Fabriken in Italien. And there is a very positive and important interaction between the two. Und es gibt eine sehr wichtige und sehr positive irgendwie Kommunikation zwischen den beiden Bewegungen. Because the coming on the scene of the working class first of all helps to clarify some of the conceptions of the students, to show them that there is a revolutionary, there is a force which can fight in Italy, not in Vietnam or in Cuba, and they can orientate to. Weil irgendwie das Auftreten einer Arbeiterinnenklasse zeigt halt den Studenten, dass es eine Kraft gibt in Italien, die diesen Kampf führen kann und die nicht irgendwie in Kuba oder in Vietnam ist. But it is also important for the working class itself. Aber es ist auch für die Arbeiterinnenklasse wichtig. And I want to give just a little background of those strikes. Und ich möchte gerne ein bisschen Hintergrund zu diesen Streiks geben. Because the working class of the 60s or late 60s have been completely renewed. Weil die Arbeiterinnenklasse der späten 60er Jahre war irgendwie komplett erneuert. There has been the so-called economic miracle of the 50s and 60s. Es gab das sogenannte Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre. A massive influx of immigrants from southern Italy or from Veneto, from the rural areas who moved into the factories. Und wahnsinnig viele Leute aus dem Süden in Italien, aus den ländlichen Gebieten, die halt irgendwie in die Fabriken ziehen. The expansion of all the basic, all the fundamental industrial sections also meant a complete technological revolution.
Und die Ausweitung irgendwie dieser zentralen Wirtschaftszweige heißt auch eine technologische Revolution. This working class is looked at with some, how can I say, perplexity or even hostility by the older activists, left-wing and trade union activists. Und diese neue Arbeiterinnenklasse wird irgendwie so ein bisschen misstrauisch und perplex beäugt von irgendwie den alten linken Aktivisten. It is overexploited because they enter the factories after the defeat of the late 40s. Therefore, they enter the factory where the regime was a real dictatorship. Und sie werden irgendwie aufs Härteste ausgebeutet, weil sie in die Fabriken kommen nach irgendwie der Niederlage der 40er Jahre, wo eigentlich schon so Diktatur herrscht. Many of them have very low professional level. They have no qualification. Und viele von ihnen haben halt nicht mega viele Ausbildungen. There is widespread racism in northern Italy against southerners. Und im Norden gibt es irgendwie weit verbreiteten Rassismus gegen die Leute, die aus dem Süden kommen. And this, well, I don't want to say new working class because that can lead to some misunderstanding. It's the same old working class, but this renewed working class is quite cut off from the trade union organization and also from the left wing. Und diese erneuerte Arbeiterinnenklasse ist völlig abgetrennt von den Organisationen der Linken und den Gewerkschaften. Many of them are linked to the Catholic organizations. Viele von ihnen sind irgendwie mit den katholischen Organisationen. And the Catholic Trade Union, which at that time was completely a yellow union. Und der katholischen Gewerkschaft, die zu dieser Zeit eine gelbe Gewerkschaft war. Because the point was that you came from some village in southern Italy to Turin or to Milan to go to work for Fiat. Und wenn man halt aus diesen kleinen Dörfern im Süden von Italien nach irgendwie Turin oder Milan kommt, um für Fiat zu arbeiten. And you carried a letter of presentation by your village priest saying you are a good guy, you won't cause troubles. Dann hat man halt irgendwie einen Brief dabei vom Priester des eigenen Dorfs, der sagt, ja, das ist ein guter Typ, der macht irgendwie keine Probleme. And I spoke once with now he's dead, the former general secretary of the Trade Union Council in Turin. Und ich habe mal mit dem ehemaligen Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft in Turin geredet, der jetzt tot ist. He was one of the leaders of the trade union left in those years. Er war einer der Führer der irgendwie linken Gewerkschaft in diesen Jahren. He told me he was nominated as general secretary after a big defeat of the CGIL, that is a left-wing trade union, in Fiat in 1955. A few years later, he became a leader of the union. Und in 1955 wurde er halt als Gewerkschaftssekretär gewählt nach irgendwie der Niederlage der CGIL. And he said we went for the whole winter, several months, every day, to the factory gates in Mirafiori, in Fiat in Turin, which was the biggest plant in Italy. Und er sagte, ja, wir sind den ganzen Winter lang irgendwie jeden Tag vor die Türen der Fiat-Fabrik in Turin gestanden. Trying to leaflet, to talk to workers, and then I went at 6 in the morning, then I came back at 2 o'clock when there was a change of shift and tried to relate what I saw in the morning to a new leaflet and so on. Und haben halt versucht zu flyern und mit den Arbeiterinnen ins Gespräch zu kommen, einmal um 6 Uhr und einmal dann um 2 Uhr nachmittags nochmal, wenn die Schichten gewechselt haben. And he said for like 4 or 5 months I spoke to nobody. It was like transparent, they didn't see me. Und er sagte, für die ersten so 4 bis 5 Monate habe ich mit niemandem geredet, es war, als wäre ich unsichtbar gewesen. So there was a man who was selling small stuff at the factory gate, like razor blades or items that the workers could buy. Und es gab halt einen Typ, der hat irgendwie so kleine Gegenstände wie Rasierer oder so vor den Türen dieser Fabrik. And after seeing these trade unionists day by day for weeks and months, he said, well, "What are you doing here? Come with me to the seaside, so that we make the season there. You can make more money. You don't waste your time." Und der hat halt gesagt, ja, was machst du eigentlich hier? Komm mit mir irgendwie zum Strand und da kann man irgendwie besser verkaufen, mehr Geld machen.
So this distance, this huge gap between the working class and the old left-wing activists also gave rise to some sort of theorization that these workers would never strike, would never struggle, that they were too disqualified, were too oppressed, that they couldn't be a subject of any real movement, of any real struggle. Und diese Trennung zwischen irgendwie den Eingelenken und der Arbeiterinnenklasse gab dann irgendwie auch den Eindruck, dass die Arbeiterinnenklasse halt kein revolutionäres Subjekt sein kann und irgendwie sowieso nie streiken wird. And this meant that when this, after years of accepting everything from the bosses, this working class started to wake up and try to resist and to counterattack. They had no points of reference. They had no organization to involve in their struggle. Und das bedeutet, dass nach irgendwie Jahren der Unterdrückung, als diese Arbeiterinnenklasse begann, sich irgendwie gegen ihre Chefin zu wehren, hatten sie halt keine Orientierungspunkte. And here comes the important role of the students' movement. Und hier wird halt die Studentenbewegung wichtig. Because as the students began to turn towards the factories, weil als die Studentinnen sich begannen, irgendwie an den Fabriken zu orientieren, in a more or less conscious way, I would say half conscious, they tried to build some new bodies to organize this working class. In so einer halbbewussten Art würde ich sagen, aber sie haben dann halt versucht, neue irgendwie Organisationen aufzubauen, um halt diese Arbeiterinnenklasse zu organisieren. And so you see, like in different places, begin to emerge rank and file committees under different names. Und so entstehen halt in verschiedenen Regionen so quasi Kaderkomitees unter verschiedenen Namen. For instance, in Turin, they signed the leaflet, the Students' Workers' Assembly. Und in Turin haben sie zum Beispiel ein Papier unterschrieben, das irgendwie die Studenten- und Arbeiterinnenversammlung gegründet. They just met together at the factory gates or in the occupied universities or school when there was a student movement going on. Und sie haben sich einfach vor den Toren der Fabriken oder irgendwie in den besetzten Universitäten getroffen. In Venice it was workers' power. In Venedig hieß es Arbeiterinnenkraft. Well, not Venice actually. Porto Marghera, which is the shore, the mainland opposite to, there was a big petrochemical complex with, I think, 15,000 workers, and this group called themselves Workers' Power joined with the workers, with the radicalized workers under this name. Es war nicht tatsächlich in Venedig, sondern auf dem Festland irgendwie gegenüber, wo es halt eine Chemiefabrik gab, wo die Studenten und die Arbeiterinnen sich dann eben unter diesem Namen irgendwie Arbeiterinnenkraft zusammengeschlossen haben. In several factories in Milan, starting from Pirelli type factory, there were bodies called the Rank and File Unified Committee. Und in Milan? Milan, yes. Gab es halt irgendwie von so der Pirelli Pneufabrik ein Komitee, das hieß halt irgendwie Kader, Arbeiterinnen und Studentinnenkomitee. These were not mass bodies, maybe some tens or hundreds of students and mainly young workers, which were not unionized and were not politicized before. Es waren keine Massenorganisationen, sondern es waren so 10 bis 100, also so 10er bis 100er Gruppen von Studentinnen und vor allem jungen Arbeiterinnen, die nicht gewerkschaftlich organisiert waren. But they provided a point of reference and a channel for the working class to express its needs and also to organize unofficial strikes and unofficial movements which the trade union bureaucracy were not prepared to organize and to lead. Aber sie waren halt irgendwie so ein Orientierungspunkt für die Arbeiterinnenklasse und auch irgendwie ein Kanal, wo man dann halt auch inoffizielle Streiks organisieren konnten, welche irgendwie die Gewerkschaft nicht bereit war zu organisieren. So these rank and file bodies begin to mushroom everywhere, but it must be understood that they didn't come out of nothing. Und irgendwie so diese Kaderorgane beginnen sich wie Pilze irgendwie überall, tauchen die so auf.
despite they generally claimed a spontaneistic approach with no structures, no leadership and so on, they had cadres and they had leaders and who they were. Aber das ist halt sehr so auf spontane Aktionen orientiert und sie haben irgendwie keine Zentralisierung dieser Organisation, keine klaren irgendwie Führung. And the cadres came from basically from the political process of the immediately previous years, from the Communist Party and from the left wing of the Socialist Party, basically. Oder eben schon, und das waren halt irgendwie Kader, die aus irgendwie den alten linken Organisationen der Gewerkschaftstradition entstanden. Because the 60s were also years of an attempt of the reformist government in Italy, a coalition government between the Christian democracy and the Socialist Party, which was the first, as they called, opening to the left since the 40s. Und die 60er Jahre war halt irgendwie so eine Öffnung gegenüber der Linken in der Regierung, weil es eine Koalition gab zwischen den Christdemokraten und der Sozialistischen Partei. So the Communist Party also, although it was not part of the government, but it was clearly, not really opposing this government. Und die KP war irgendwie nicht Teil dieser Regierung, aber hat sich auch nicht gegen diese Regierung gestellt. The reformist approach was stronger and stronger in the Communist Party in the 60s. It was much more clear. Die reformistische Tendenz in der Kommunistischen Partei wurde halt in den 60er Jahren immer klar. And since this coalition was a complete failure, any hope or any expectations of real reforms, by the end of the 60s, there was or the second half of the 60s, there was a whole layer of left-wing activists of the Communist Party, of the Communist Youth, and also of the left wing of the Socialist Party, who became critical and began to move to the left. Weil halt diese Koalition irgendwie voll nicht funktioniert hat und diese Reformen einfach gescheitert sind, alle, gab es halt dann irgendwie eine Radikalisierung aus der KP und der KP-Jugend, aber auch aus der linken Flügel der Sozialistischen Partei, die dann irgendwie der Regierung gegenüber kritisch waren. And from this layer came out the leaders of the future revolutionary left and the leaders of these rank-and-file committees. Und aus dieser Gruppe kamen dann irgendwie auch so die zukünftigen Leute der revolutionären Linken und halt auch irgendwie die Kader, die dann in diesen Organisationen teilnahmen. And it is interesting that in some cases, for instance in Milan, they were able to link with also with rank-and-file communist workers and trade unionists who were looking for a way to if you want to bypass the resistance of the trade union bureaucracy and to go more to the left in organizing strikes and struggles. Und in Milan zum Beispiel konnten sie dann die Verbindung machen mit irgendwie Arbeiterinnen, die frustriert waren halt von irgendwie dieser Blockade der Gewerkschaften und die an dieser vorbei irgendwie sich radikalisierten. So by the spring of '69, there is an important turning point because it is when Fiat workers joined the movement. Und im Frühling 69 gibt es halt einen wichtigen so Moment, weil da die Fiat-Arbeiterinnen sich der Bewegung anschließen. And in April, May, there are the first spontaneous strikes in parts of the plant in Turin, in Mirafiori. Und im April und im Mai gibt es die ersten so spontanen Streiks in einigen von den Fabriken in Milan. No, in Turin. Nur Turin, Entschuldigung. And it is at that point it becomes clear that the trade union bureaucracy is not controlling the workers. The workers are not following them, but they are following this rank-and-file committee and organizing the strikes through it. Und in dem Moment zeigt sich halt, dass die Arbeiterinnen nicht irgendwie der Gewerkschaftsbürokratie folgen, sondern halt eben diesen Kaderorganisationen und dass sie ihre Streike durch diese organisieren. And there is here a very important turning point because the workers in Fiat try to begin to elect their own delegates and shop stewards all around the factory, which at that time was like a town. It was like 50,000 workers.
Und das ist ein sehr wichtiger Moment, weil dann die Fiat-Arbeiterinnen auch beginnen, ihre eigenen Vertreter irgendwie und Delegierten zu wählen und ihre eigenen Gewerkschaftsvertreter zu wählen. And this is also helped by the initiative of some trade unionists, some workers from the socialist left, who had split at that time from the Socialist Party, so it was more radical. Und das war irgendwie auch so ein Moment, der unterstützt wurde durch Leute, die halt irgendwie aus der sozialistischen Linke sich von der sozialistischen Partei abgetrennt hatten. And they issue an appeal after electing the first shop stewards in a section of the plant, which is very interesting reading today. Und sie machen dann quasi so eine Aufforderung, die sehr interessant ist, nachdem sie halt den ersten Gewerkschaftsvertreter gewählt hatten. Because it states what workers' democracy is and how they will going to organize it in the factory. Weil diese Aufforderung erklärt hat, was Arbeiterinnen-Demokratie ist und wie sie es irgendwie in den Fabriken umsetzen wollen. So I tried to translate some parts of it. Also werde ich versuchen, einzelne Teile davon zu übersetzen. It says, well, the strength, the power of Fiat, of the company, has been shaken by the workers' struggle. Und es steht da, ja, die Macht irgendwie der Fiat oder des Unternehmens Fiat wurde durch die Arbeiterinnenbewegung eingebrochen. Which has been unleashed these days through strikes, internal meetings, internal demonstrations, and the election of delegates in different groups by different groups of workers. Und ausgelöst ist diese Schwächung durch halt irgendwie interne Streiks, interne irgendwie Versammlungen und halt eben die Wahl dieser Gewerkschaftsvertreterinnen. Now we must stabilize the strength and the power that we want these days, and in order not to go back to the old habits and the old method of work. Und jetzt müssen wir halt irgendwie diese gewonnene Macht versuchen zu stabilisieren, um zu verhindern, dass wir zurückfallen in irgendwie alte Verhältnisse. Therefore, victory is possible if in every factory the workers affirm and establish workers' control through their meetings and through their factory councils or shop stewards. Und demnach ist es irgendwie, die Stabilisierung funktioniert halt so, dass in jeder Fabrik die Leute irgendwie ihre eigenen Vertreter wählen und ihre eigenen Versammlungen machen sollen. The general meeting is a tool through which the workers, unified in all different parts of the plant, can discuss and decide their targets and how to fight for them and to affirm their control of their working conditions. Und in den Vollversammlungen können halt sich irgendwie die Arbeiterinnen der verschiedenen so Abteilungen der Fabrik zusammentreffen und halt irgendwie ihre Ziele beschließen, wie sie dafür kämpfen wollen. Therefore, we do not accept any form of regulation and limitation for the rights of the General Assembly, which must be able to be called anytime it is necessary. Und deshalb irgendwie akzeptieren wir den Versuch nicht, so die Versammlungsrechte zu irgendwie beschränken. Wir müssen jederzeit eine Vollversammlung einberufen können. And the general meeting will elect the delegate and can recall him at every time. Und an der Vollversammlung können wir einen Delegierten wählen und den jederzeit aber auch wieder abwählen. The delegate or shop steward is the most the worker with the highest consciousness in his own group and must be entrusted by all his workmates. Und dieser Delegierte oder Gewerkschaftsvertreter soll halt irgendwie der Bewussteste sein aus dieser Gruppe von Arbeiterinnen und der muss das Vertrauen aller anderen Arbeiterinnen haben. It is not nominated nor even proposed by any external organization, but it is just the expression of the will of the general meeting. Und er darf irgendwie nicht nominiert oder vorgeschlagen werden durch irgendeine externe Organisation, sondern soll halt irgendwie einfach durch den Willen der Arbeiterinnen gewählt werden. This was a very concrete point because up until that moment the only form of workers' representation they had was just delegated, nominated by the trade unions, a very few of them, which had some rights to move through the factory and to talk to the management, but was a very bureaucratic and weak structure and completely removed from the working class.
Und das war halt neu, weil zuvor war irgendwie die einzige Vertretung, die es gab für die Arbeiterinnen, die Leute, die von der Gewerkschaft kamen und irgendwie so beschränkt Zugang hatten und die Möglichkeit hatten, manchmal irgendwie mit dem Management zu reden. Then it states 5 points for workers' control inside the factory. Und dann steht irgendwie in dieser Aufforderung stehen 5 Punkte, die halt irgendwie Arbeiterinnenkontrolle innerhalb der Fabrik fordern. The first one says any measure taken against the worker or even moving him from one shop to another can be blocked if the shop steward is against. He has a veto on this. Und der erste Punkt ist, dass dieser Gewerkschaftsvertreter halt ein Vetorecht hat, wenn sich irgendetwas ändern soll an den Arbeitsbedingungen einer Person, zum Beispiel, dass sie irgendwie von einem Werk in das andere verlegt werden soll. The shop steward can veto any decision on a change in shift or overtime work and call a general meeting to discuss and decide on that. Und der Gewerkschaftsvertreter hat auch ein Vetorecht auf irgendwie Schichtwechsel oder Überzeit, die geleistet werden soll, und er kann eine Vollversammlung irgendwie einberufen, um das zu diskutieren. The shop steward and the general meeting can discuss and decide on any initiative by the management regarding individual pay for this or that worker or a particular way of trying to basically buy or different section of the workers. Und der Gewerkschaftsvertreter und die Vollversammlung können irgendwie auch darüber diskutieren, was sie tun wollen, wenn halt irgendwie das Management einzelnen Leuten irgendwie mehr Lohn ausbezahlt, im Versuch, diese für sich zu kaufen. And the general meeting must decide regarding unhealthy work conditions and risky conditions. Und die Vollversammlung muss auch irgendwie Entscheidungen treffen, was ungesunde Arbeitsverhältnisse oder unsichere Arbeitsverhältnisse betrifft. And develop proposals like slowing down of the rhythm on the assembly bed or in the factory, hiring more workers in order to have a better working conditions, increasing break times, or even modify the technical setup of the workplace in order to defend the health and the safety of the workers. Und die Vollversammlung muss halt irgendwie Vorschläge machen, wie zum Beispiel so die Verringerung der Intensivierung der Arbeit irgendwie am Fließband oder die Anstellung von irgendwie mehr Leuten oder die Verlängerung von Pausenzeiten oder auch irgendwie so das technische Setup, um irgendwie die Sicherheit der Arbeiterinnen zu vergrößern oder zu gewährleisten. And finally, they stated that they had to control and in the end to abolish piecework, that is work paid not by hours but by how many pieces you actually produce in your shift, which was one of the most widespread methods for increasing the exploitation of the workforce. Und als letztes haben sie halt auch vorgeschlagen, dass man irgendwie Akkordarbeit abschaffen soll, was heißt, dass irgendwie man nur bezahlt wird, für was man tatsächlich auch produziert. Und das war irgendwie eine der Methoden für so die härteste Ausbeutung der Arbeiterinnen. So this appeal was not just the fruit of the ideas of some theoretician or some lonely activist, but was an expression of reality at the point of time. Und diese Aufforderung war nicht irgendwie einfach so aus den Gedanken eines einsamen Theoretikers entstanden, sondern war halt irgendwie Ausdruck der tatsächlichen Arbeitsbedingungen, die zurzeit herrschen. Although it is true that, as I said before, there were cadres who had a political connection with the previous and general history of the workers' movement in Italy, and not only. Obwohl es natürlich diese Kader gab, die diese Verbindung hatten mit irgendwie der historischen Arbeiterinnenbewegung in Italien. And particularly this example shows that this movement was reclaiming the tradition of the workers' councils of 1919-1920, which was probably the highest point in class struggle in Italy before that. Und diese Bewegung hat halt irgendwie versucht, so die Tradition von irgendwie Arbeiterinnenräten wiederzubeleben, die es halt 1919, 1920 gab. And as always, the fact that the working class, that the sort of workers' council in any form comes out, shows that the movement is not just an ordinary economic struggle or political demonstration, but it's going much, much deeper in the class
and it is raising and reawakening all those layers who usually are passive and not participating in politics or even trade union organization. Und irgendwie das Auftreten von Arbeiterinnenräten zeigt halt, dass es nicht irgendwie einfach ein alltäglicher ökonomischer Kampf ist, der sich hier irgendwie abspielt, sondern halt echt so ein revolutionärer Kampf, wo auch die passiven Schichten so aktiv werden. If you read the left-wing Communism by Lenin, there is a point where he states that one of the symptoms of a revolutionary or pre-revolutionary situation is when, from night to day, suddenly, the number of members of the exploited classes who are able to play a leading political role increases dramatically. Und im linken Kommunismus schreibt Lenin halt, that one of the symptoms of the revolutionary or pre-revolutionary situation is when from the exploited class, suddenly there come out a huge number of people who take a political and leading role that they were not seen before, and immediately suddenly they come out. The number of, he said that the number of members of the exploited class who can play political role increases many folds. Und das halt irgendwie das Zeichen einer vorrevolutionären Situation ist, dass halt Leute, die zuvor nicht gesehen wurden, so eben auf der politischen Bühne auftauchen und halt die Zahl der irgendwie so revolutionären Arbeiterinnen sich wahnsinnig vergrößert. And just to give you a concrete example of this, in this factory in Fiat in Turin, the old trade union commission just had, I think, 18 members, which ought to represent the whole of the workforce. Und um ein Beispiel davon zu geben, so zuvor hatte halt diese Fabrik in Turin eine Gewerkschaftsvertretung, die irgendwie nur 18 Mitglieder hatten, und diese waren halt irgendwie dafür verantwortlich, die Interessen aller Arbeiterinnen zu vertreten. And at the end of hot autumn, maybe 1 year later, the workers in the same plant were able to elect 800 shop stewards and delegates to organize the workforce in the whole of the plant. Und irgendwie nach diesem heißen Herbst konnte man dann halt irgendwie 800 Gewerkschaftsvertreterinnen wählen, die dann irgendwie die Arbeiterinnenklasse in allen anderen Werken auch organisieren konnten. When in the following years the factory councils were organized and also regulated, if you like, I think they reached the top number of 32,000 factory councils all over Italy. Und irgendwie in den Jahren danach, wo man so Betriebsräte überall organisiert hat, hat man irgendwie eine Zahl von 32.000 Betriebsräten in ganz Italien erreicht. And this dramatic turn of the events, which showed that the working class was coming to the fore and the trade union bureaucracy couldn't control it, was confirmed in July, the beginning of July. Und Anfangs Juli wurde dann halt irgendwie so diese dramatische Wechsel in irgendwie was passiert bestätigt. Also dass halt irgendwie all diese Leute an der Gewerkschaftsbürokratie vorbei sich radikalisieren und irgendwie auf die politische Bühne. On the 3rd of July in Turin, the trade unions had called a sort of a strike or a demonstration for homes, but basically asking for more council home flats and so on, because there was also a very big problem on that because of internal immigration. Und am 3. Juli haben halt die Gewerkschaften einen Streik oder eine Demo organisiert, an dem man irgendwie mehr Sozialwohnungen fordern wollte, weil das natürlich auch ein großes Problem war durch die Migration. And but the demonstration couldn't even start because immediately they started clashing with the police. Und diese Demo konnte irgendwie nicht mal beginnen, weil sie sofort mit der Polizei irgendwie konfrontiert waren. And there was a whole day of clashes and confrontation on the streets of Turin. Und es gab einen ganzen Tag, wo auf den Straßen von Turin halt einfach Konflikte und irgendwie so Zusammenstöße mit der Polizei stattfanden. Which involved many thousands of workers, maybe not the majority, but many thousands of workers, particularly those young, exploited, angry workers just came from the south in the previous years. Und das hat irgendwie mehrere tausende Arbeiterinnen so involviert, also nicht die große Mehrheit davon, aber halt vor allem diese jungen, mega hart ausgebeuteten Arbeiterinnen, die aus dem Süden gekommen waren. So before the hot autumn we had a hot summer. Also vor dem heißen Herbst gab es einen heißen Sommer. In Venice also there was a huge wave of strike by these workers.
led by this rank and file committee, which united some communist workers and the students and some members of the emerging revolutionary left. Und in Venedig gab es auch irgendwie so eine Streikwelle, die halt irgendwie diese Kaderorganisationen organisierten. Und das war halt eben eine Verbindung von Arbeiterinnen, von Studentinnen und halt irgendwie Teile dieser Linken. These struggles and these strikes were basically not followed or even countered by the trade union, official trade union leadership. Und die offizielle Gewerkschaftsführung hat halt diese Streikaufrufe ist dem nicht befolgt. They resisted that, and so there was a breakup between them and this more radicalized section of the working class. Im Gegenteil, sie haben sich irgendwie gegen das gestellt und daher ist ein Druck entstanden zwischen irgendwie ihnen und so der radikalisierten Arbeiterinnenklasse. And that led to a great mistake by the revolutionary students. Und das führte zu einem großen Fehler der revolutionären Studentinnen. Because they thought that break meant that the working class as a whole didn't need a union anymore. That the trade unions were a thing of the past. They didn't have just to discuss about their role, but just to fight them as traitors and not consider them. Weil sie dann irgendwie, also die Studentinnen haben dann angenommen, dass es irgendwie Gewerkschaften als Ganzes für die ganze Arbeiterinnenklasse gar nicht mehr braucht und sie gar nicht mehr über die Rolle diskutieren müssen, sondern halt einfach irgendwie Gewerkschaften als Verräterinnen bekämpfen müssen. In general, there was a spontaneistic approach by these students. They thought that, well, the positive feature of that stage were, if you like, magnified and glorified and crystallized as a permanent strategy. That is, no structure or very fluid and a spontaneous structure, just a meeting and no organization. They thought that would be the strategy for winning the revolution in Italy. Sie haben halt die Erfolge, die sie in dem Moment gerade erzielen konnten, falsch gedeutet und halt irgendwie gedacht, so aus dem können wir eine Strategie machen und so können wir weiter vorgehen, ohne dass wir irgendwie so eine zentralisierte Organisation brauchen. And while it is true that in that particular stage this played a positive role because it provided a point of reference to those section of the most active section of the working class, which otherwise would have been isolated and alone. Und es ist wahr, dass irgendwie diese Spontanität schon einen positiven Effekt hatte, weil sie halt irgendwie so ein Radikalisierungspunkt für die Arbeiterinnenklasse war, die sonst halt nicht irgendwie aktiv geworden wäre. They wouldn't consider that the working class is not only a part of it. It's made up of different layers, different levels, different strata, different traditions, and you cannot draw conclusion just from what you see in a very particular moment in a very particular place. Aber sie haben halt unterschätzt, dass die Arbeiterinnenklasse nicht irgendwie eine homogene Masse ist, sondern dass es verschiedene Schichten gibt und verschiedene Traditionen und man halt irgendwie nicht eine Strategie entwickeln kann, indem man einfach so einen isolierten Moment anschaut. And so during the summer there is another important turn of the events because the trade union bureaucracy decides to change its approach to the movement. That is not to resist it any longer, but trying to ride the tiger, as I used to say, that is to lead it and to control it. Und im Sommer findet dann ein wichtiger Wendepunkt statt und das ist, dass die Gewerkschaften irgendwie entscheiden, dass sie sich nicht mehr gegen diese Bewegung stellen wollen, sondern halt irgendwie versuchen wollen, den Tiger zu reiten, das irgendwie heißt, dass man ihn so kontrollieren kann. There is an internal clash in the CGIL, the main trade union, between the so-called, where the so-called renovators win, and so the idea of opening to this movement is applied. Und irgendwie in der CGL gewinnen halt die Leute, die dafür sind, dass die Gewerkschaften sich gegenüber dieser Bewegung öffnen sollen. And the turn is on two key points. Und dieser Wendepunkt findet irgendwie auf 2, 3 wichtigen Punkten statt. First of all, the trade union bureaucracy accepts this strong egalitarian push of the working class, that is to increase significantly the lower wages and to reduce the differences amongst the working class itself through these demands.
Als erstes stimmt die Gewerkschaftsbürokratie halt zu, dass sie irgendwie so dieses egalitäre Streben aus dieser Bewegung unterstützen will und halt irgendwie die niedrigen Löhne abschaffen will. And the second important point, that they begin to recognize the role of the shop stewards. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass sie halt irgendwie anerkennen, dass diese Gewerkschaftsvertreterinnen, die selbst gewählt wurden, wahnsinnig wichtige Rollen spielen. There is a very heated meeting in Turin at the beginning of September between 150 or 200 delegates from the factories and the trade union leadership. Und es gibt in Turin ein mega aufgehitztes Treffen zwischen halt irgendwie 150 bis 200 Vertreterinnen der Arbeiterinnenklasse und halt der Gewerkschaften. Because the bureaucracy tries to mix this direct workers' representation with some nominated delegates from the apparatus in order to dilute the workers' representation, but finally it is defeated. They cannot go on with that. Weil die Gewerkschaften halt versuchen, so diese Arbeiterinnenvertretung zu verdünnen mit irgendwie eigen nominierten Vertretern. Aber das wird irgendwie niedergeschlagen und sie haben keinen Erfolg damit. But unfortunately, and they are able to win on an important point. Aber unglücklicherweise haben sie halt einen wichtigen Punkt dann doch gewonnen. Because it was quite clear that the shop stewards and the factory councils, as I read before, clearly implied an element of dual power, at least in an embryonic form, inside the factories. Weil es irgendwie klar war, dass diese Gewerkschaftsvertreterinnen halt irgendwie so den Embryo für so eine duale Macht innerhalb der Fabriken gelegt hatten. And the most fearful nightmare of the bureaucracy and of the state was that this factory council could link in a national or to link outside a single factory and to become a real element of workers' power, of dual power in the whole of society. Und die Gewerkschaft und der Staat hatten halt große Angst, dass irgendwie diese einzelnen Räte sich verbinden würden und halt irgendwie es schaffen würden, eine nationale Organisation so für Arbeiterinnenkontrolle zu schaffen. So on this point, the trade union bureaucracy is adamant, and they are able to resist. Und da ist irgendwie die Gewerkschaftsbürokratie mega hart und sie schaffen das irgendwie so dem zu widerstehen. You can have workers' democracy inside the plant or workers' control or part of it, but we decide on the national contract, on the national bargaining, on the national policy of the trade union. Und sie sagen halt, ja, ihr könnt irgendwie Arbeiterinnenkontrolle innerhalb der einzelnen Werke haben, aber wir entscheiden irgendwie so, was die nationale Linie ist. And but they were able to impose this or to win on this also for political reasons. Aber sie konnten das halt auch aus politischen Gründen umsetzen. But we'll come to that in a minute. Aber dazu kommen wir später. Because after this turn, the trade union bureaucracy starts to promote the movement. Actually, it is at this point that it becomes a general movement of the working class. Und in dem Moment beginnt die Gewerkschaftsbürokratie halt auch diese Bewegung so öffentlich zu unterstützen und dann wird es halt eine Bewegung so der Mehrheit der Arbeiterinnenklasse. And so it's September, October, and the beginning of November is just strike after strike, demonstration after demonstration. All the main sectors of industry came into the struggle. Also sind irgendwie September, Oktober und der beginnende November davon geprägt, dass halt in allen wichtigen Sektoren einfach Streik nach Streik gibt. And we see also a very radical way of organizing strikes inside many factories. Und wir sehen auch eine sehr radikale Art und Weise, Streiks innerhalb der Fabriken zu organisieren. The workers and the shop stewards completely destroy all the previous setup of trade union relations. For instance, there was the tradition that you would not strike while bargaining. That was completely shattered. They always struck. Und die Arbeiterinnen und die Gewerkschaftsvertreter, die schaffen es halt so mit alten Traditionen der Gewerkschaft zu brechen, wie zum Beispiel, dass man während Verhandlungen nicht streikt und sie streiken dann halt einfach die ganze Zeit. Also very creative forms of strikes. Auch sehr kreative irgendwie Formen des Streiks. For instance, the chessboard strike. Wie zum Beispiel den Schachbrettstreik. Which means that you don't strike all together, but you stop 1 hour one part of the plant, then the following hour another part of the plant, and so with very few hours, losing very few hours of your wage, you can disrupt completely the production in the whole plant.
Was halt irgendwie heißt, dass nicht alle Abteilungen gleichzeitig streiken, sondern sie halt irgendwie abwechslungsweise jeweils eine Stunde streiken und so spart man, also verliert man irgendwie wenig so des Stundenlohns, aber man kann trotzdem die ganze Produktion irgendwie stören. Wildcat strike, internal demonstration in the plants, just brushing away all the scabs, all the workers who were not participating in the movement were just taken out, and in order to empty the plants when the strike was going on. Und halt wilde Streiks und alle Streikbrecher wurden dann einfach irgendwie aus den Fabriken entfernt, während die Streiks irgendwie stattfanden. And so this is really the epoch of a sort of a red scare, of a great fear for the ruling class. They see that there is no longer just a few sections, a few towns, or few youth, but it's a whole of the working class who is on the march. Und das ist halt irgendwie der Moment, wo auch die herrschende Klasse dann richtig Angst kriegt, weil es halt nicht mehr irgendwie nur noch einzelne Jugendliche und einzelne Dörfer sind, sondern halt die ganze Arbeiterinnenklasse, die da mitmacht. And it is at that point that the ruling class splits, and one part of the state apparatus began seriously to think about organizing a coup in Italy. Und in dem Moment bricht halt auch die herrschende Klasse und ein Teil beginnt sich ernsthaft zu überlegen, einen Coup zu organisieren in Italien. And so in cooperation with neo-fascist organization, they began a terrorist campaign with bombings, culminating in an attempt in Milan in December, the 12th of December, where they killed 14 people with a bomb in a bank on a Saturday. Und sie schließen sich halt so mit neofaschistischen Organisationen dann zusammen und beginnen so Terrorismus zu machen. Das heißt, sie machen dann auch einen Anschlag in einer Bank, wo 14 Leute ums Leben kommen. There is a Red Scare campaign. The right-wing press is blaming the anarchists or the communists or the Maoists or the disorders in the factories which caused terrorism. They arrest a lot of left-wing activists trying to create the idea that they are guilty of this attempt. Und die rechte Presse macht halt irgendwie voll so die rote Angst und hetzt so gegen Maoisten, gegen Anarchisten, gegen Stalinisten und sagt halt, sie seien schuld an diesen Anschlägen. Und es werden auch viele linke Aktivisten irgendwie verhaftet. Must be said that during those months there were more than 10,000 workers jailed for demonstrations, for illegal demonstrations and so on. Und während dieser Zeit wurden über 10.000 von Arbeiterinnen irgendwie eingesperrt für halt irgendwie illegale Demonstrationen. And but this campaign is not enough to stop the movement. Aber diese Kampagne genügt nicht, um die Bewegung zu stoppen. And the right wing calls for law and order in the factory, in society, in the schools, but they don't have the strength to impose this on the working class and the youth. Und irgendwie so die Rechte fordert halt irgendwie so eine Beruhigung in den Fabriken, aber sie haben halt die Basis irgendwie nicht in der Arbeiterinnenklasse und in der Jugend, um das tatsächlich umzusetzen. When you see the pictures after this bombing in Milan, you see the pictures of the funerals of the victim in the middle of this Red Scare campaign, hysterical campaign against the left wing. Und halt nach diesen Anschlägen in Milan sieht man Bilder von den Beerdigungen von den Opfern da inmitten dieser so Kampagne gegen die Linke. But you see the funerals in the main square, in the Duomo Square. The square is completely filled by workers, trade unionists, working class organizations. Like they just physically occupy the center of the town, like saying you will not be able to develop your campaign alone. We will not allow you to create a silence or to create a vacuum in which reaction can set in. Und diese Beerdigungen oder halt irgendwie Messen finden halt im Stadtzentrum statt und da kommen halt irgendwie alle Arbeiterinnen und alle irgendwie Gewerkschaftsvertreterinnen und setzen so ein Zeichen, dass sie halt irgendwie nicht, also dass sie nicht irgendwie still bleiben und so dieses Vakuum akzeptieren, damit sie diese Kampagne führen können. And so it was the other option, that is a reformist option, which actually gained the upper hand amongst the ruling class. That is, they decided they had to rely on the trade union bureaucracy and on the Communist Party in order to step by step control this movement and regain control. Also war es irgendwie so die andere Option, so der reformistische Weg, den man halt irgendwie in der herrschenden
Arbeiterklasse so gehen wollte. Was heißt, dass man sich irgendwie mit der Gewerkschaftsbürokratie zusammenschließen muss und halt mit der KP zusammen so Schritt für Schritt versuchen muss, diese Bewegung zu kontrollieren. So they were prepared to give a lot, as I said in the opening. They gave concession that they never dreamt of giving before that movement. Also waren sie halt bereit, mega viel zu geben, und wie ich am Anfang gesagt habe, haben sie halt Konzessionen gemacht, von denen man nicht träumen hätte können am Anfang der Bewegung. And began to work out a strategy to go back to normality in the following years. Und sie haben halt eine Strategie entwickelt, wie man zurück irgendwie so zur Normalität in den nächsten Jahren kehren kann. Which culminated in the so-called policy of the historical compromise put forward by the Communist Party leadership in 1973. Was halt irgendwie kumuliert hat 1973 in dieser Politik des historischen Kompromisses. Where they basically, after the coup d'etat in Chile, they said that it was not enough for the left wing to win the elections, but in order to change society, you needed a government made up by the Communist Party, the Socialist Party, and the Christian Democracy, that is the main bourgeois party, because otherwise the reaction would have overthrown any left-wing government. So they appealed for national unity, basically. Und die Position war nach halt dem Coup d'etat in Chile, dass man halt nicht einfach so die Linke in die Regierung wählen kann, sondern man halt eine Koalitionsregierung braucht zwischen irgendwie der Sozialistischen Partei, der KP und den Christdemokraten, was halt irgendwie die größte Partei der Bourgeoisie war. Und dass man irgendwie nur so die Konterrevolution irgendwie aufhalten kann. But this is another discussion I don't have time to go into. Aber das ist irgendwie eine andere Diskussion, die ich jetzt nicht vertiefen kann. An important effect of the hot autumn is a massive influx of workers in the trade unions and also in the Communist Party in the first period. Und was aber ein wichtiges, also eine wichtige Folge des heißen Herbstes ist halt irgendwie dieser Zulauf von Arbeiterinnen in die Gewerkschaften, aber auch in die Kommunistische Partei. In Milan, the Communist Party recruits like 5,000 workers in a few weeks. In Milan rekrutiert zum Beispiel die Kommunistische Partei irgendwie 5.000 Arbeiterinnen in wenigen Wochen. In the trade union, the rate of trade union membership in the following years grew up to 50% and slightly more, which is a lot for Italy. Und irgendwie so die Gewerkschaftsorganisation steigt in den folgenden Jahren halt bis auf 50%. And the Communist Party itself, I think it grew by 300,000 members, from 1.5 million approximately to 1.8 million in the following 3 or 4 years. Und die KP wächst halt irgendwie um 300.000 Leute, so von 1,5 Millionen Leute auf 1,8 Millionen Leute. In 1970, there was a workers' conference of the Communist Party. Und in 1970 wird eine Arbeiterinnenversammlung der Kommunistischen Partei abgehalten. Let me find the figures. In the lead of the leader of CP, who is in charge for trade union work, states that before '68, in most of the workplaces, the Communist Party didn't have a cell or the ability of organize any activity. Und irgendwie während der Eröffnung wird dann halt gesagt, dass in den meisten Orten es halt irgendwie nicht die Möglichkeit gab, so Arbeiterinnenaktivitäten zu organisieren. But 1 year later or little bit later, I think it was in the spring of '70, they had a representation from more than 2,000 different workplaces. That is, Communist Party branches or cells in more than 2,000 different workplaces in that conference. Aber halt im Frühling 1970 gab es halt irgendwie von dieser Konferenz schon 2.000 verschiedene Vertretungen der Kommunistischen Partei in verschiedenen Orten. Yes, February 7, 1970, that was. And it is important to understand the way that these workers saw the approach to the Communist Party as a result of the class struggle that they've been participating. Und es ist halt wichtig, irgendwie zu sehen, wie die Arbeiterinnen so die Kommunistische Partei sahen und irgendwie die Herangehensweise daran als Resultat irgendwie dieser vorhergehenden Kämpfe.
Because the bureaucracy of the Communist Party speaks about, you know, the Italian road to socialism, a gradual approach to socialism, and so on. It's completely reformist terminology. Weil die Bürokratie der KP spricht halt auch irgendwie so über den italienischen Weg zum Sozialismus und so eine langsamere Herangehensweise, also komplett irgendwie so reformistische Sprache. But to this working class, the message looks quite different. They hear reform, but when they say deep reform, we will change society, we will change conditions, they think they are talking about a revolution, like in the 40s. Aber die Arbeiterinnen, die hören halt was anderes, wenn sie so Reformen hören und irgendwie so gesellschaftliche, tiefgreifende Veränderungen, dann denken sie halt an Revolution wie in den 40er Jahren. I read some parts of the speech that a very young female worker gave to that conference. Und ich werde jetzt einen Teil lesen aus der Rede einer sehr jungen weiblichen Arbeiterin, die eine Rede an She was a textile worker from a factory in Verona, which is the Venice region, between Milan and Venice. A very backward area, actually, Catholic, with deep Catholic tradition. Sie war Textilarbeiterin in Verona zwischen Venedig und Milan, und es ist eine sehr irgendwie konservative Gegend, die sehr starke so katholische Tradition hat. She states, we are all young girls from 15 years of age up and not workers experienced and hardened in the class struggle. Sie sagt, wir sind alle irgendwie junge Frauen, so von 15 Jahren aufwärts, und wir sind halt irgendwie nicht so voll vom Klassenkampf gehärtete Arbeiter. She said, we started in very small numbers, and the boss would fire anyone who joined the union. Und wir haben irgendwie so sehr klein begonnen, und der Chef hat halt irgendwie einfach alle gefeuert, die der Gewerkschaft beitreten wollten. And the communist comrades and a group of Catholics helped us to build up a collective, a committee made up by students and workers. Die Kommunisten und die also Vertreter von katholischen Organisationen haben uns halt irgendwie geholfen, so ein Kollektiv aufzubauen, wo halt irgendwie Studentinnen und Arbeiterinnen zusammen irgendwie. Then she goes on telling how the struggle developed. There are more reprisals, and then the factory is occupied for 10 days. Und dann erzählt sie halt irgendwie, wie der Kampf sich entwickelt und dass halt irgendwie mehr so Angriffe gab und dass sie dann 10 Tage lang die Fabrik besetzt haben. And then there is a widespread solidarity. In the end, they win their demands. Und dass dann sich irgendwie voll die Solidarität verbreitet und am Ende sie halt ihre Forderungen gewinnen können. But then 42 more workers and women workers are indicted by the police and brought to trial. Aber dann werden halt irgendwie 42 Arbeiterinnen irgendwie noch verhaftet von der Polizei und halt vor Gericht gestellt. And so it ends like this. She says, therefore it's not enough to organize against our own boss, but against all bosses and their power. Und sie endet halt irgendwie in dem, dass sie sagt, demnach reicht es irgendwie nicht, sich gegen den einen Chef zu wenden, sondern man muss irgendwie gegen alle Chefen zusammen irgendwie kämpfen. And for that reason we formed a Communist Party branch inside the factory. Und aus diesem Grund haben wir eine KP-Abteilung gegründet innerhalb unserer Fabrik. And some grouplets, that mean the revolutionary left, tried to attack the union because according to their opinion we didn't want anything. Und halt so didn't win anything. Einzelne so linksradikale Gruppierungen haben uns dann halt irgendwie angegriffen, weil sie sagten, dass wir gar nichts gewonnen haben. But this is not true. Aber das ist nicht wahr. We have won the greatest and most precious thing. Wir haben irgendwie das größte und wertvollste Ding gewonnen. We understood how the society, the bosses' society works, the capitalist society, basically. Und das ist, dass wir halt jetzt verstanden haben, wie irgendwie die kapitalistische Gesellschaft funktioniert. And we understood what we have to do to defend our dignity and to win freedom. Und wir haben verstanden, was wir tun müssen, um irgendwie halt Freiheit zu gewinnen und uns zu verteidigen. And therefore, our slogan must be und demnach muss irgendwie so unser Slogan sein. Against repression, for democracy,
for democracy and socialism. Gegen Repression, für Demokratie und Sozialismus. Let's retake the struggle, reopen the struggle. Lasst uns irgendwie den Kampf wieder aufnehmen. Long live the unity of the working class, long live the Communist Party. Lang lebe die Einheit der Arbeiterinnenklasse und lang lebe die Kommunistische Partei. I think that in these few words you see a whole world of how the working class lived through that experience. Und ich glaube, in diesen Worten sieht man so die ganze Welt, von wie irgendwie die Arbeiterinnenklasse diese Erfahrung erlebt hat. And going back to the students who went to the factory gates a few months before, und irgendwie, auf die Studenten zurückzukommen, die ein paar Monate zuvor zu den Fabriktoren gingen. It's really tragic when you see where the mistakes they made precisely when the movement began to spread and to grow to a massive, general scale. Es ist echt tragisch, wenn man irgendwie schaut, was für Fehler sie gemacht haben, genau in dem Moment, wo irgendwie die Bewegung anfängt, sich so großflächig auszuweiten. Because their position was that the unions were not problems to be discussed and considered, that they were overcome. Weil ihre Position halt war, dass Gewerkschaften nicht etwas ist, was man irgendwie in Erwägung ziehen muss oder diskutieren muss, weil sie irgendwie überwunden wurden. And incredibly, they even refused the idea of the shop stewards. Und ja, erstaunlicherweise haben sie sogar die Idee der Gewerkschaftsvertretung schlecht gefunden. And they said, we don't need shop stewards, we don't need delegates, we are all delegates. Und sie sagten halt, wir brauchen keine Gewerkschaftsvertretung, wir brauchen keine Delegierten, wir sind alle irgendwie delegiert. There is a wonderful song which expressed this. It's a good song, but completely wrong. Es gibt ein tolles Lied, das irgendwie das ausdrückt. Es ist ein gutes Lied, aber halt inhaltlich komplett falsch. La ballata della Fiat is called, the Fiat ballad. Das nennt sich halt die Ballade von Fiat. It says, you boss, you won't fool us with the trade unions and the shop stewards. Und der Text ist halt, ja, ihr Chefen wollen uns irgendwie hinters Licht führen mit den Gewerkschaften und den Gewerkschaftsvertretern. If you give us 10, we want 100. Wenn ihr uns 10 gibt, dann wollen wir 100. And if you give us 100, we will demand 1000. Und wenn ihr uns 100 gebt, dann werden wir 1000 fordern. And the struggle goes on until communism. Und irgendwie dieser Kampf geht weiter bis zum Kommunismus. So this is expressing the feeling, the radicalization and the revolutionary feeling of this vanguard, but also its mistakes. Und das drückt irgendwie so dieses revolutionäre Sentiment und irgendwie dieses Gefühl aus, aber es sind halt einfach Fehler. And of course, most of the groups which formed in those years refused the idea of the Revolutionary Party as we mean it. Und die meisten Gruppen in diesen Jahren haben halt die Idee, wie wir sie haben, einer revolutionären Organisation abgelehnt. The idea was that the revolutionary activist just put himself or herself at the service of the struggle, at the service of the movement, but has no role in proposing and elaborating a strategy, a theory, or a political line, a proposal to the movement itself. Die Idee war halt, dass der politische Aktivist sich einfach irgendwie so dem Kampf hingeben muss und sich irgendwie dem zur Verfügung stellen muss, aber kein Recht hat, irgendwie so strategische Ideen zu entwickeln oder hineinzutragen. And those groups who recognized the role of the Revolutionary Party were completely alienated from the students, and particularly from the workers, because they were the Maoists or the so-called Marxist-Leninists, so they didn't have a real role in the movement at that epoch. Und halt die Gruppen, die die Idee der revolutionären Organisation vertreten, die hatten halt irgendwie keine Verbindung zu den Arbeiterinnen oder zu den Studentinnen, weil das waren halt die Maoisten und irgendwie, oder so marxistische Leninen. There was the idea of the so-called permanent offensive. Es gab die Idee so der permanenten Offensive. And a sort of glorification, if you like, of economic struggle. Und diese Glorifizierung von irgendwie ökonomischen Kämpfen. That is the idea that just by struggling for big wage increases or for these elements of workers' control, you could destroy capitalism. Und das war halt irgendwie die Idee, dass man einzig durch irgendwie den Kampf für höhere Löhne so zum Kommunismus kommen könnte. And everything is a process, nothing, and no idea of dialectics.
Und alles ist irgendwie im Prozess und sie haben halt einfach keine Idee von Dialektik. I mean, no idea of qualitative changes in the movement, different steps, different stages. Halt kein Verständnis für irgendwie so qualitative Sprünge innerhalb der Bewegung und verschiedene irgendwie Stadien, die eine Bewegung einnehmen kann. And so those vanguards, because they were vanguards in the 68, 69, who had gained a certain audience in the working class, completely lost it during the hot autumn, almost lost it. Und diese Kader, die halt tatsächlich irgendwie so gehört wurden innerhalb der Arbeiterinnenklasse, die haben halt irgendwie jegliche Basis verloren, so nach diesem heißen. The workers who were following them didn't understand why they had not to be part of the shop towards movement, so they just went there and abandoned their so-called leaders. Und die Arbeiterinnen, die haben halt irgendwie nicht verstanden, wieso sie Teil dieser Bewegung sein soll mit den Gewerkschaftsvertretern und haben das irgendwie halt einfach dann nicht gemacht und ihre Führung so verlassen. They tried to agitate against the different agreements that were made at the end of the hot autumn. I mean, new national contracts and this new labor law, which were huge victories for the working class. It is just they are just trying to fool us. Don't believe that, but they were, of course, completely isolated. Und sie haben dann halt irgendwie auch versucht, so Agitation zu treiben gegen irgendwie diese Reformen, die erkämpft wurden nach dem heißen Herbst und wollten halt irgendwie sagen, ja, sie versuchen uns irgendwie einfach reinzulegen, aber mit der Position waren sie natürlich komplett isoliert. And so, given this crisis, it is at this point that they formed themselves as a more structured political organization or political movement, that is Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia, these groups which were the main groups of the revolutionary left. Und irgendwie diese Gruppen, die ich aufgezählt habe, die haben sich dann halt irgendwie konstituiert, so als die hauptsächlichen Gruppen der revolutionären Linken. And, but those rank and file bodies just dried up and died, or became just the trade union fronts of these groups, but not real rank and file bodies of the working class. Und diese Kaderorganisationen, die sind dann halt einfach irgendwann gestorben oder sind dann irgendwie nur noch so die Gewerkschaftsfront gewesen, aber nicht mehr halt wirklich diese Kaderorganisationen, wie sie zuvor waren. A few years later, I think in 72, there was a worker from Lotta Continua, which was the main left-wing revolutionary left organization in Italy. Und 92? 72. Und 72 gab es halt irgendwie von Lotta Continua, das war so eine der hauptsächlichen Organisationen, die irgendwie versucht hat, so den linken Kampf irgendwie weiterzuführen. Who stated in one meeting or one congress of that organization, he said, we embodied all the classical and all the typical mistakes of left-wing communism, of left-wing extremism. Und an einer Versammlung dieser Organisation hat er halt gesagt, ja, wir haben irgendwie alle die klassischen Fehler irgendwie des Linksextremismus verkörpert. And so they were not able to organize any serious resistance towards the strategy, both either of the trade union bureaucracy or of the Communist Party. Und sie konnten halt aus dem Grund keinen tatsächlichen Widerstand zur Gewerkschaftsbürokratie oder halt der Strategie der KP bilden. Because we understand that workers' councils or Soviets, which are a decisive form of organization of the working class in the revolutionary or pre-revolutionary stage, are not enough in themselves. Weil sie halt irgendwie eben diese Arbeiterinnenräte oder Sowjets nicht die so ein spontaner Ausdruck des Arbeiterinnenkampfs halt sind und wichtiger sind, nicht verstanden haben, dass die halt eine zentrale Rolle spielen. We don't accept the idea of so-called, I don't know how to say it in English, conciliaristi, people who glorify the councils, who think that councils in themselves are enough, and that counterpose the workers' councils and the party and the political organization. Und wir wollen halt irgendwie nicht, oder wir wollten nicht irgendwie so diese Arbeiterinnenräte glorifizieren und haben dann halt irgendwie so eine Gegenüberstellung zwischen Partei und Arbeiterinnenräte gemacht. And in order to develop, is that was clear? Ja, das haben Sie gemacht, so die anderen haben so die Partei und die Arbeit, die Räte gegeneinander gegenübergestellt. Ich habe nicht verstanden, dass das eine so erstmal raus.
in order to develop and to expand and to build the workers' councils, the main basis was the mass struggle itself, but you needed a political trend who took up this task of expanding and building the workers' councils as a real body for the dual power, for the workers' power. Und was eigentlich passieren hätte sollen, ist, dass man halt irgendwie so diese Arbeiterinnenräte weiterentwickelt und irgendwie als Körper für halt individuelle Macht erkennt. And there were two political trends which could have undertaken the task. Und es gab zwei politische Trends, die halt irgendwie diese Aufgabe hätte erfüllen können. One where there was a revolutionary left in general. Eine war halt irgendwie so die generelle revolutionäre Linke. But as I said before, as I just said, they just discarded and abandoned the workers' council, so they didn't even discuss the question that they needed to be coordinated, expanded, and linked in a national network and body of workers' councils. Aber die haben, wie ich vorher gesagt habe, halt diese Arbeiterinnenräte einfach halt liegen gelassen und nicht mal darüber diskutiert, dass man sie halt irgendwie national vernetzen müsste. And the other trend, the political trend, which could have played a role in that, was the socialist left wing. Und der andere politische Trend, der diese Rolle hätte übernehmen können, war halt irgendwie der linke Flügel der Sozialisten. The Socialist Party had split in 1964. When they joined the government, the left wing split and formed another party which was called the Socialist Party of Proletarian Unity. Und 1964 war halt irgendwie der linke Flügel der Sozialistischen Partei abgespalten und nannte sich halt irgendwie Workers' Socialist Party of Proletarian Unity, which was the original name of the World Socialist Party in the 46. Und die nannten sich halt irgendwie Arbeiterinnenpartei für irgendwie so Arbeitseinheit. Und das war der ursprüngliche Name der Sozialistischen Partei. And they were quite left-wing. Many of them were more to the left than the Communist Party. Und die waren halt ziemlich links. Viele von ihnen waren linker als die Kommunistische Partei. And some of their cadres, in Turin particular, they began to develop links between the different factory councils, try to build some sort of a network. Und vor allem in Turin hatten halt einige dieser Kader versucht, so diese Arbeitsräte zu vernetzen. But they were heavily repressed by the trade union bureaucracy. Aber sie wurden halt irgendwie von der Gewerkschaftsbürokratie aufgehalten. Because the general secretary sent to Turin the leaders of the trade union left, who were on the same faction, on the same socialist left. Weil der Generalsekretär dann halt irgendwie nach Turin so die Leute der revolutionären Linken geschickt hatten, die auf der gleichen Linie waren. So they sent the leaders to discipline their own members and telling them to stop this attempt of linking the factory council. Also sie haben irgendwie die eigenen Mitglieder geschickt, um irgendwie da so diesen Versuch, die Arbeiterinnenräte zu vernetzen, zu unterbinden. And finally, I must at least quote the fact that just before the 1968, the Trotskyist organization, or self-styled Trotskyist organization, the Unified Secretariat, the Mandelites, were present in Italy. Und am Schluss muss ich noch halt irgendwie den Fakt erwähnen, dass irgendwie 68 so die selbsternannten Trotzkisten, also die Mandelisten, die waren irgendwie in Italien vertreten. And they were linked to some of these cadres who later built the revolutionary groups in Italy. They had an influence on them. Und sie waren irgendwie verbunden mit diesen Kadern, die dann diese revolutionären Gruppen in Italien aufgebaut hatten. But they lost everything precisely during those years. Aber sie haben genau während irgendwie diesen Jahren alles verloren. They adapted themselves. Previously, they had adapted to the Communist Party bureaucracy with the so-called deep entries tactics, very clandestine and shy opposition inside the Communist Party. Und zuvor haben sie halt irgendwie die Taktik vertreten von irgendwie so tiefem Entrismus in der Kommunistischen Partei, was irgendwie so ganz schüchterne Versuche waren. And later on, they adapted to all the extremist mistakes of the students' movement, and of course, they lost their people to the new organization because they were not seen as an alternative. They were not seen as a clear proposal for intervening. Und später haben sie halt die gleichen Fehler wie diese Studentenbewegung auch gemacht und deshalb haben sie
viele Leute verloren, weil sie halt nicht irgendwie als Alternative gesehen wurden. So the final point I want to raise is that these events show that at a certain point, even small vanguard, small groups of activists can play a key role when the conditions are there. Und der letzte Punkt, den ich irgendwie machen will, ist, dass halt eine kleine Gruppe von Kadern eine irgendwie Schlüsselrolle spielen kann, wenn irgendwie so die Grundlage dafür da ist. And I think it's interesting to discuss this question of the students because we are now approaching a mass students movement in many countries. Und ich glaube, es ist interessant, diese Frage der Studentinnen zu diskutieren, weil wir in vielen Ländern halt jetzt genau in der Situation sind, wo wir so Massenstudentenbewegungen haben. And at least the best part of them have got the idea that the general strike means go to the workers, to the working class in one way or another, or they are open to the idea anyway. Und irgendwie große Teile von diesen Bewegungen sind halt irgendwie offen für die Idee, dass ein Generalstreik heißt, dass man sich an die Arbeiterinnenklasse richten muss. And I think we must work on this because it's the way they can develop a revolutionary vision of societies, certainly by discussing with us, by learning our ideas, but also by orientating towards the working class in the future, particularly when there are struggles and conflicts. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie nutzen, um irgendwie so ihr revolutionäres Bewusstsein auszubilden und halt irgendwie so diese Ausrichtung gegenüber der Arbeiterinnenklasse zu verstärken. As I said before, the revolutionary groups in Italy, or the sects, if you like, were huge at that time. Und wie zuvor gesagt, waren halt die revolutionären Gruppen oder halt auch die Sekten in Italien riesig zu dieser Zeit. Despite their mistakes, they were able to organize several thousands of young workers and students. Und trotz ihren Fehlern konnten sie halt mehrere tausende Arbeiterinnen und Studentinnen organisieren. They were able to publish daily papers. Und sie konnten irgendwie täglich so eine Zeitung rausgeben. And they were definitely a political important presence in the left. Und sie waren sicher eine wichtige so politische Präsenz in der Linken. But when the movement came, they approached it with a theoretical capital which was completely insufficient and useless to approach this movement in the correct way. Aber als die Bewegung halt aufkam, hatten sie irgendwie nicht das notwendige so theoretische Kapital, um irgendwie richtig mit der Bewegung umzugehen. The theoretical identity, if you like, of an organization is built over years and generation even. Die theoretische Identität einer Organisation wird halt über mehrere Jahre oder mehrere Generationen sogar aufgebaut. And they didn't have the possibility of linking to the real tradition and real heritage of Marxism because of Stalinism. Und diese Möglichkeit irgendwie mit der echten Tradition des Marxismus in Verbindung zu kommen, hatten sie halt nicht wegen dem Stalinismus. So there was no real thread tracing back to the real tradition of the Communist International of the Russian Revolution and so on. That was all distorted and blocked by the Stalinist deformation. Es gab halt wie keinen Weg zurück zu dieser ursprünglichen Tradition der Internationalen, weil halt irgendwie die stalinistische Deformation so im Weg stand. And the way they tried to bypass this were either completely petty bourgeois, like I said in the first stage, or another variant of Stalinism, that is Maoism and the guerrillas. Und halt, sie versuchen dann dieses Problem zu umgehen, entweder indem sie irgendwie total so kleinbürgerliche Positionen vertraten oder halt, dass sie eine andere Form von Stalinismus irgendwie suchen, wie zum Beispiel den Maoismus. The movement, as I said, lasted for many years. The working class had won such a strength that it took years for the ruling class to undermine it and then to defeat it. Und wie gesagt, ging diese Bewegung halt irgendwie jahrelang weiter. Also es hat irgendwie Jahre gedauert, bis die herrschende Klasse es geschafft hat, die Bewegung irgendwie zu untermauern und irgendwie zu besiegen. One of the participants to the Hot Autumn, who later on became a terrorist leader of the Red Brigades, described this as follows. Einer der irgendwie Leute, die dabei waren beim Heißen Herbst und der dann später irgendwie Terrorist der Roten Brigade wurde, hat das so beschrieben. We were educated, politically educated in a movement which seemed invincible, which wanted everything and could do everything. Und wir wurden halt irgendwie politisch gebildet innerhalb einer Bewegung, die unbesiegbar wirkte und wir wollten halt alles und alles schien auch möglich. But in the end, because precisely of this theoretical and political failure, that was a lost generation. Aber genau wegen irgendwie diesen politischen Fehlern war das irgendwie eine
verlorene Generation. And in the end, they were almost all of them were lost to the revolution or became bureaucrats, and only a few of them were able to survive politically to the defeat of the late 70s. Und irgendwie am Ende hat man halt immer mehr Leute verloren an irgendwie die Bürokratie oder halt sonst, und nur wenige haben es geschafft, irgendwie bis am Ende so bei der Niederlage der 70er Jahre dabei zu bleiben. So in a sense, we are more lucky than they were, because on one side we can learn from their experience. Und das heißt also, dass wir mehr Glück haben als sie, weil wir können aus ihren Erfahrungen lernen. And on the other hand, the obstacle of Stalinism is no longer there, not only because of our theory, but also historically it's been destroyed. Und dieses Hindernis des Stalinismus, so, das gibt es nicht mehr, nicht nur irgendwie theoretisch nicht, sondern es wurde halt irgendwie auch historisch so zerstört. And so we must take the commitment to understand these lessons in order that we can vindicate this generation in the future movements. Und diese Lektionen müssen wir halt irgendwie verstehen, damit wir diese Generation halt ihren Kampf fortsetzen können in den zukünftigen Bewegungen. And with apology to the chair, I'm finished. Und ich entschuldige mich bei der Gegenwart.